Hallo, ich bin der Michael Waheinski und wir zeigen euch heute die Verarbeitung von Organoid-Oberflächen als Tapete. Wir haben jetzt unseren Untergrund, unsere Putzwand mit der Planix geschliffen, mit einem 40er Papier. Man kann auch gerne eine Nummer gröber gehen, je nachdem wie viel man einfach abtragen muss. Das sieht man ja. Lieber nur nicht vielleicht die Sanierfräse, sonst kommt man einfach zu tief in den Untergrund. Zum Abbinden der Oberfläche und für ein gleichmäßiges Saugverhalten verwenden wir von Puffers den Hydrosol-Tiefengrund. Der wird mit dem Kreuzgang von unten nach oben aufgetragen. Das bindet halt den Staub auf dem Untergrund wieder ab und verfestigt alles und dann können wir mit dem Spachteln starten. Die Wandfläche haben wir jetzt halt gespachtelt, geschliffen und noch einmal abgesaugt. Hinterher haben wir jetzt halt schon ein relativ gutes Oberflächenbild. Jetzt kommt der Finish-Spachtelgang oben drauf, ein zweiter, anschließend nochmal der Endschliff und die Tiefgrundierung nochmal zum Schluss. Nach dem letzten Spachtelgang und einem Endschliff mit einem 220er Körnung wird nochmal ein Tiefgrund aufgetragen. Zum Abbinden vom Untergrund, wieder im Kreuzgang, wieder wie am Anfang. Jetzt haben wir einen glatten, tragfähigen und sauberen Untergrund und können hier drauf den Tapetengrund applizieren. Um den Untergrund zu egalisieren, Farbtonunterschiede zu vermeiden und eine gleichmäßig saugende Oberfläche zu erhalten, verwenden wir den Tapetengrund von Puffers. Er ist gebrauchsfertig eingestellt, wird nur einmal aufgequirlt. Den Tapetengrund rollen wir auf die Oberfläche auf, in gleichmäßigen Bahnen, gleichmäßig verteilt, mit einer kurzflorigen Walze. Jetzt hatte unser Tapetengrund Zeit zum Trocknen. Nach Herstellervorschriften 6 bis 8 Stunden empfehlen würde ich einfach über Nacht. Dann haben wir am nächsten Tag eine trockene und saubere Oberfläche. Er ist jetzt schon griffig. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt nur noch hergehen, unsere Tapetenbahnen anzeichnen, ins Lot setzen und dann können wir schon starten mit dem Einkleben. Jetzt geht es endlich ans Tapezieren. Hier haben wir die tolle Oberfläche, die Bergwiesen von Organoid. Eine Naturoberfläche auf Flachsvlies. Die ist jetzt 2 Tage hier auf der Baustelle gewesen, einfach, dass sie sich ans Raumklima gewöhnen kann und dass wir keine Temperaturschwankungen haben. Zur Bestellung richten wir uns ja immer unseren Schnittplan her, damit wir auch die Materialien wissen, wie viel wir auch wirklich brauchen, Laufmeter und Co. Demnach weiß ich jetzt, ich fange mit der ersten Bahn hier in der Ecke an, arbeite mich von da nach da, sowieso wegen den Lichtverhältnissen vom Fenster weg. Wir gehen mit 1,34 weg und beachten dann immer wieder diesen Doppelnahtschnitt und den wirklichen Nennwert. Wir haben eine 1,36er Tapetenbreite, machen bei einem Zentimeter Übergang quasi einen Schnitt, also haben wir einen Nennwert von 1,35. Hier wird der Untergrund eingeklebt mit dem Puffers Glasklar. Und jetzt geht's los mit einer kurzflorigen Rolle, den Kleber gleichmäßig auf die Wand zu bringen. Ordentlich überlappen über die Stoßfuge, die zukünftige. Und ich rolle immer erst die Fläche, bevor ich dann die Arbeiten mit dem Pinsel fortsetze.
Jetzt setzen wir einen Doppelnahtschnitt. Wir haben die Bahnen, die sind 1,36 breit, sollen um 2 cm überlappt werden, also immer wieder den Laser auf 1,34 ausgerichtet. Jetzt haben wir eine 2 cm Überlappung. Bei 1 cm wieder den Laser gesetzt. Frisches Cuttermesser, jedes Mal für jeden Schnitt eine frische Klinge. Jetzt ziehen wir mal den Schnitt. Nur so viel Druck, dass wir durch die beiden Tapetenbahnen schneiden und nicht den ganzen Untergrund aufschneiden. Wir haben jetzt 3 Bahnen tapeziert. Nach jeder Bahn sind wir durchgegangen und haben die Qualität kontrolliert, auf Fehlstellen geprüft. Waren keine vorhanden, sehr hochwertige Qualität. Durch den Doppelnahtschnitt haben wir keine Stoßfugen und haben eine schöne homogene Oberfläche. An den Durchgangsöffnungen haben wir Metallschienen und Eckprofile verspachtelt und montiert, in Gärung geschnitten, so dass wir jetzt bündig auf die Ecke laufen können und ein sauberes Abschlussbild haben. Nach Abschluss unserer Arbeiten kontrollieren wir jetzt nochmal die Stoßfugen, gehen eventuell mit dem Nahtroller nochmal nach, kleben nach und bürsten die Oberfläche nochmal ab, um lose Bestandteile zu entfernen.